Die Wespensaison ist vorbei. Die Biester mögen den Regen nicht sehr. Es ist nur noch ein Apachennest in Betrieb und ehe der Monsun nicht um ist, wird es wohl keine neuen Nester mehr geben. Bei den Ameisen ist es auch ruhig geworden. Nur die winzigen Zwergameisen finden sich regelmäßig zum gemeinsamen Umtrunk in der Ameisenstammkneipe auf unserem Gartentor ein. Das habe ich ihnen eingerichtet, damit sie gemeinsam den Feierabend genießen können. Die lassen es sich immer gut gehen, wenn es was umsonst gibt. Viel Freude machen mir zurzeit meine Nymphen. So heißen die kleinen Gottesanbeterinnen. Ich habe vor ein paar Wochen einen Kokon gefunden, von dem ich nicht wusste, was da drin war. Der Platz war nicht gut, weil da öfter mit Wasser gespritzt wird. Also habe ich das Blatt abgeschnitten und in einem Behälter auf unsere Terrasse gebracht. Da sind dann nach kurzer Zeit zu meiner großen Freude 2 Dutzend kleine Nymphen geschlüpft. Ihre ersten Schritte waren noch recht mühsam und ungeschickt, aber dann konnte ich sie in den Garten entlassen. Inzwischen habe ich 5 von den Tierchen wiedergefunden und besuche sie täglich, um ihr Wachstum zu verfolgen. Bei ihrer Geburt waren sie nur 5 bis 6 mm groß, inzwischen sind es 7 bis 8 mm. Eine weitere habe ich gefunden, die war aber leider tot. Sie war einer Spinne ins Netz gegangen und wurde von der ausgesaugt. Die Kleinen sind auch recht zutraulich und klettern schon mal auf einen Finger, wenn man sich langsam bewegt. Die Nymphen unterscheiden sich in den Farben. Die meisten sind dunkelbraun-schwarz mit grünen oder gelben Beinchen. Aber eine ist durchgehend grün. Die ist wahrscheinlich aus einem anderen Kokon. Es ist nämlich noch eine Schwester von ihr da, die schon 3 cm groß ist. Auch in der Arbenfarbe unterscheiden sich die Grünen von den Schwarzen. Bei unseren Politikern konnte ich den Unterschied nicht feststellen, aber denen komme ich ja auch nicht so nahe, dass ich das prüfen könnte. Und jetzt lasse ich mal eine der Nymphen die Sache aus ihrer Sicht erklären, denn die weiß besser, was in ihrer Welt Sache ist. Wir Gottesanbeterinnen sind nicht gerade für unser Zartgefühl bekannt. Unsere Opfer fressen wir bei lebendigem Leibe auf. Aber wenn uns etwas Unbekanntes begegnet, dann sind wir erstmal misstrauisch und sehen uns das genau an. Ja, wer kommt denn hier angekrochen? Sieht nicht gut aus, der Kerl. Und stinken tut er auch noch. Machen wir es wie Onkel Donald. Wenn der eine Situation nicht beherrscht, dann spielt er immer Golf. Das machen wir jetzt auch mal mit dem ungebetenen Gast. Einen Golfschläger haben wir Mantiden ja im Brustbereich eingebaut. So, eins auf die Mütze und ab geht's ins Weltall. Guten Flug. Und pass auf, dass du dort nicht dem Tesla-Chef begegnest. Dann bekommst du noch was drauf, weil du ihm Konkurrenz machst. Mann, geht der ab. Und das bei so einem schönen Sternenhimmel. Ich habe noch nie so einen schnellen Wurm gesehen. Und klimaneutral ist sein Antrieb auch. Ob ich dafür vielleicht Subventionen kassieren könnte? Ein paar Mücken oder kleine Kakerlaken sollten schon drin sein.
Naja, erstmal umsehen, ob noch so ein paar Schnarchsäcke hier in meinen Bonsai-Bäumchen rumkriechen und die Blätter fressen, auf denen ich mich so gern sonne. Aber erstmal säubern. Nach dem Bodykontakt mit dem Penner stinke ich ja sicher wie ein Iltis. Und dann ab ins Bett, ist ja schon ziemlich spät. Am nächsten Morgen kommt schon wieder so ein Störenfried angekrochen. Igitt, eine Spinnerraupe. Eklig wie behaart der ist und wie ziellos der auf dem armen Bäumchen rumeiert. Und eine tote Mücke hat er auch noch im Bad hängen. Einfach widerlich. Zum Glück verpisst er sich schnell und sucht sich einen richtig großen Baum, nicht so einen kleinen Bonsai wie meinen. Die Käfer, die gerade zu Besuch sind, sehen sich das mit Grauen an und geben ein paar ziemlich empörte Kommentare über den Penner. Einer macht sich kopfschüttelnd zu Fuß vom Acker und der andere spreizt vor Entsetzen die Flügel und flattert ab. Naja, verdenken kann man es ihnen nicht. Und bei den Schnecken hat die große Schwester mal wieder alle Hände voll zu tun, um ihre rabaukenhaften kleinen Brüder zu bändigen. Die zwei Rüpel haben überhaupt keinen Anstand. Und wie die schleimen. Igitt, die sollte man mal zu Onkel Donald schicken. Der hatte am Ende ja auch nur noch Schleimer um sich. Da hätten sie sicher einen wichtigen Posten in seinem Staat ergattern können. Ist schon ziemlich krass, was hier so im Garten manchmal abgeht, ohne dass die Menschen es mitkriegen. Nur der Dino versucht alles zu beobachten, aber der ist harmlos und bringt manchmal sogar was zu fressen vorbei. Aber dass der den Penner, Verzeihung, die Spinnerraupe auch noch schön findet, kann ich gar nicht verstehen. Der hat wohl einen ziemlich schrägen Geschmack. Vielleicht hat ihm den auch Korönchen verdorben. Das soll ja eins der Symptome sein, wenn man von dem Luder befallen wird. Ich gehe jetzt erstmal in Trotz Orchideen stöbern und sehe, ob ich da nicht vielleicht eine kleine Fliege oder Mücke zu fressen finde. Also dann, tschüss.